Mikrofasertücher sind aus der Welt der Fahrzeugpflege nicht mehr wegzudenken, aber heute wollen wir mal schauen, ob wir mit nur einem Tuch eine komplette Fahrzeugaufbereitung durchziehen. Die Idee zu diesem Video stammt von einem Zuschauer oder beziehungsweise einem Follower auf Instagram, der hat mich gefragt, wenn du nur ein Tuch nutzen dürftest für eine komplette Fahrzeugaufbereitung, welches Tuch wäre das? Und es geht dabei nicht darum, nur ein einziges Tuch zu benutzen, sondern nur eine Tuchsorte für alle Schritte. Das heißt die Fahrzeugreinigung, die Innenraumreinigung, das Abtragen der Politur, also beim Polieren und fürs Versiegeln des Fahrzeugs. Und am Ende habe ich mir da Gedanken zugemacht, ob das überhaupt geht. Und bin auf eine Idee gekommen, dass wir es einfach mal versuchen und in diesem Video darstellen, welche Schritte gut funktionieren und welche nicht und welches Tuch ich dafür ausgewählt habe. Seht ihr hier, und warum ich das ausgewählt habe, sage ich euch jetzt. Ich habe mir also Gedanken zu der Sache gemacht und habe mir überlegt, welcher Schritt ist denn am kritischsten, sodass ich das Tuch für diesen Schritt auswähle und auf den Rest zu übertragen versuche. Denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Trockentuch nehme, komme ich damit vielleicht bei der Wäsche gut hin, selbst fürs Waschen des Fahrzeugs. Aber spätestens, wenn es dann darum geht, die Versiegelung abzupolieren, gerade wenn es dann um Keramikversiegelung geht, habe ich ein Problem. Das heißt, ich habe mir den kritischsten Schritt angeguckt und der ist für mich das Entfernen von Politur auf dunklen Lacken. Also das Tuch muss kratzfrei sein und Politur aufnehmen können. Und natürlich das Abpolieren von Keramikversiegelung, weil da hilft es mir nichts, wenn ich mir im letzten Schritt meine komplette Arbeit von davor kaputt mache. Deswegen habe ich mich entschieden, das Coating Towel zu nehmen. In dem Fall das relativ neue Sonax Coating Towel. Ist ein relativ dünnes Tuch, ist aber absolut kratzfrei auf empfindlichen Oberflächen und hat eine sehr oder relativ schonende Pearl-Struktur, die aber trotzdem noch Material aufnehmen kann. Ich gehe aktuell davon aus, dass wir natürlich in ein paar Schritten vielleicht nicht das optimale Tuch haben. Das ist ganz klar. Bei dieser Challenge wird es überall Probleme geben. Aber wir wollen jetzt einfach mal ausprobieren, ob dieses Tuch sich für jeden Schritt gut, halbwegs gut oder sehr schlecht macht. Geben euch Feedback zu den Schritten, wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Wäsche. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass mein Motto ja Vorreinigung, Vorreinigung, Vorreinigung lautet. Und in diesem Fall setze ich sogar noch ein viertes Vorreinigung hinterher. Weil natürlich, wenn wir jetzt mit einem kurzen Tuch arbeiten, wir einfach weniger Schmutzaufnahmekapazität haben. Das heißt, wir müssen allen losen Schmutz vom Lack und auch von den Felgen kriegen. Und das heißt, wir arbeiten schon mal mit dem Reiniger. Hier ist schon fast nichts mehr drauf und das sollte das Ziel sein. Gleichzeitig werde ich das so machen, ähnlich wie bei der Rinseless Wash, dass ich die Tücher wechsle. Also nicht auswasche, sondern wirklich neue Tücher nehme, sowohl für die Felgen als auch dann später für den Lack. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 4 Tücher für die Felgen brauchen. Und ich schätze mal, bei einem Smart ist natürlich weniger, aber so 4, 5 Tücher für den Lack. So haben wir eine gute Chance, dass wir keinerlei Schmutzberührung mit dem Lack haben und wenn wir später dann am Lack arbeiten, falten wir uns die Tücher auch, sodass wir im Idealfall 8 saubere Seiten haben, die wir durchwechseln können. Als ersten Schritt starten wir jetzt an mit den Felgen. In dem Fall haben wir jetzt Glück, dass die Felgen gut erreichbar sind. Das heißt, ich komme auch hier im Felgenbett gut ran. Wenn man das Glück nicht hat, dann muss man sich natürlich was ausdenken. Ich meine, dann ist es halt so, die Felgenbürste ist ja jetzt kein Tuch in dem Sinne, aber hier will ich es jetzt durchziehen, weil ich rankomme. Und im Gegensatz zu meiner üblichen Arbeitsweise fange ich vorne mit dem Stern an. Einfach, weil ich vermute, dass hier ein bisschen weniger Schmutz ist. Man sieht schon, 2 Seiten gemacht, immer noch sauberes Tuch, als hinten im Bett, wo ich mit dem Hochdruckreiniger nicht so rankomme. Normalerweise fange ich ja von hinten nach vorne an. Wie gesagt, hier drehe ich den Spieß mal um. Das heißt, ich mache erst die vermeintlich saubere Fläche und selbst jetzt immer noch habe ich fast noch ein sauberes Tuch. Also ich glaube, das ist hier wirklich ja, in dem Fall kein unschonendes, also andersrum, es ist ein schonendes Vorgehen, denke ich mal. Es steht jetzt in einer normalen Reinigung mit einer weichen Felgenbürste, einem Pinsel oder womit auch immer man so Felgen reinigen kann, in nichts nach. Deswegen werde ich das Tuch trotzdem zwischendurch mal drehen. Hier kann ich es mir natürlich nicht so gut falten, weil ich dann einfach nicht rankomme. Aber wenn ich jetzt mit dem Stern fertig bin, jetzt gehe ich erst ins Bett, fange oben an, fällt mir gerade auf, ist auch vielleicht ganz schlau, weil falls mir das Tuch doch mal hier runterhängt, habe ich kein dreckiges Tuch und komme hier wirklich eigentlich relativ gut bis in die Tiefe. Ist jetzt halt auch ein Smart. Zum einen hat er nicht so eine große Bremse vorne oder auch überhaupt. Und die Felge ist nicht so tief, ne? Das heißt, ich kann die locker mit meiner Hand erreichen. Ist jetzt für die Challenge, spielt mir in die Karten. Weiß ich, dass es nicht bei jedem Auto so ist, aber hier passt das jetzt auf jeden Fall. So, Felge 1 ist fertig. Jetzt haben wir noch Felge 2, 3 und 4. Um die kümmern wir uns jetzt und wir sehen uns dann gleich wieder.
Die Felgen sind jetzt fertig. Das Schöne ist, wir haben hier unten einen sauberen Wascheimer, weil wir ja keinerlei Kontakt mit schmutzigen Tüchern hatten. Das heißt, wir können unser Tuch jetzt hier nass machen, ruhig klitschnass und falten uns das zweimal, damit wir möglichst viele saubere Seiten haben. Und dann gehen wir in geraden Bahnen rüber und kontrollieren regelmäßig das Tuch, ob es schmutzig ist. Aber hier die Vorreinigung war sehr gut, sodass wir wirklich ein sauberes Tuch haben. Dennoch drehe ich das um, sodass man mit einem Tuch nicht so viel macht. Wasche von oben nach unten und wechsle das Tuch regelmäßig aus. Ich wasche jetzt auch mit Absicht hier zuerst die unischwarzen Teile, weil die natürlich am empfindlichsten sind. Aber auch hier Vorwäsche hat wirklich gut geklappt. Das ist der Vorteil an so einem hellgrauen Tuch, dass wir die Verschmutzung wirklich gut erkennen können. Das heißt, ich wasche mir jetzt das Bauteil von oben nach unten fertig, sodass ich am Ende mit der letzten sauberen Tuchseite das Tuch wegpacken kann. Also wenn ich jetzt hier merke, okay, ich habe jetzt noch ein paar saubere Seiten, dann würde ich erstmal oben weiter waschen, damit ich das Tuch optimal ausnutze. Weil wenn ich einmal ganz unten am Schwellerbereich war, will ich, selbst wenn das Tuch noch saubere Seiten hat, damit nicht nochmal ran, weil ich einfach nicht sagen kann, ob vielleicht doch irgendwie eine Ecke noch was abbekommen hat. So, jetzt bin ich bei meiner letzten Seite, drehe das Tuch quasi einmal komplett rum. Dadurch, dass es so klatschnass war, kann ich euch mal zeigen, ist ja noch genug Shampoo-Wasser drin, also es gleitet immer noch gut. Ich wasche mir jetzt das Dach fertig und dann gehen wir einmal so ums ganze Auto, bis das Auto hoffentlich sauber ist. Bis gleich. Die Wäsche hat tatsächlich ein bisschen überraschend gut geklappt. Also die Tücher haben gut den Schmutz aufgenommen. Dadurch, dass wir sie regelmäßig gewendet haben, hat das gut funktioniert. Ist natürlich nicht das Optimum, dafür ist das Tuch nicht da, aber deswegen ist das ja eine Challenge. Jetzt kommt gleich die nächste Herausforderung, denn wir müssen den Lack jetzt trocknen. Und wenn du die Tuchgröße anguckst und auch so die Dicke des Tuchs und die Schwere, muss ich dir, glaube ich, nicht lange erklären, dass das schwer wird und wir wahrscheinlich sehr viele Tücher brauchen. Deswegen werde ich mir jetzt ein Tuch nass machen, es dann gut ausbringen, sodass es feucht ist, trockne mit dem Tuch vor, um erstmal den groben Teil der Wasserlachen und der Wassertropfen vom Lack zu nehmen und gehe da mit einem zweiten Trocknen hinterher. Und ich gucke mal, ob ich mit 2 Tüchern ums ganze Auto komme. Wenn ich es zwischendurch ausbringe, probieren wir jetzt aus. Komm mit. Und wenn du weißt, welche Tuchart sich am besten und vor allen Dingen am schonendsten zur Trocknung von Lack eignet, nimm mal an unserem Detailer-Quiz bei und gewinne mit etwas Glück diese brandneue Rupes-Maschine. Alle weiteren Infos hier im Video. Funktioniert tatsächlich überraschend gut, also ich kann den Lack wirklich gut damit trocknen. Das Tuch bringe ich einfach zwischendurch wieder aus, um das aufgenommene Wasser zu entfernen. Also ich muss sagen, tatsächlich, jetzt vielleicht nicht genau diese Tuchart, aber kleine Mikrofasertücher, gerade in der Kombination ein feuchtes, ein trockenes, sind echt gut, um sehr nasse Lacke zu trocknen, weil ihr seht, wir haben zwar überall Perlenbildung, aber der Lack ist dennoch sehr nass. Und wie gesagt, ihr seht ja, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Passenderweise hatten wir gleich einen Harzfleck hier auf dem Unischwarz. Das bedeutet, wir haben einen Grund zu polieren, denn das ist die nächste Aufgabe, die das Tuch erfüllen muss. Natürlich polieren mit dem Tuch macht jetzt keinen Sinn. Das ist ja so, als würde ich versuchen, mit einem Tuch Wasser auf den Lack zu bringen. Das funktioniert nicht, aber wir werden jetzt eine Poliermaschine verwenden. Polieren jetzt hier partiell einmal die Stelle, die vom Harz betroffen war und wollen dann gucken, wie gut lässt sich Politur mit dem Tuch abwischen. Da starten wir jetzt erstmal mit dem Polieren und dann gleich geht's weiter. Wenn man das hier vergleicht mit der Seite, wo ein paar Kratzerchen drin sind, da sieht man, dass natürlich Unischwarz sehr empfindlich ist und da einfach schnell Kratzer entstehen. Und wenn wir jetzt rüber zur polierten Seite gehen, dann sehen wir, dass wir natürlich nicht jeden einzelnen Kratzer entfernen konnten. Wir haben jetzt so eine Finish-Politur genommen, aber wir haben kein Haze in der Oberfläche, also keinen Grauschleier vom Polieren und keine Wischspuren, denn ich habe mit Absicht nur in eine Richtung gewischt und nicht im Kreis, sodass ich auf jeden Fall sagen kann, selbst auf Unischwarz ist dieses Tuch hier geeignet, um Politur im Finishgang abzuwischen. Wir kommen langsam ans Heimspiel für das Tuch. Da würde ich sagen, empfehle ich das Tuch wirklich und da kann ich auch den Spoiler jetzt vorwegnehmen. Wir nutzen tatsächlich zum Politurabtragen hauptsächlich diese Pearl-Tücher, die eigentlich fürs Coating gemacht sind, weil sie eben besonders schonend auf allen empfindlichen Oberflächen sind, also hier 100% geeignet.
Entfetten, versiegeln und auspolieren. Ja, also hier ist ganz klares Heimspiel für Coatings oder generell Versiegelung, ist das Tuch ja wie gemacht. Hat er extra diese Pearl-Struktur, damit es eben nicht zu viel Material wieder abträgt, damit wir auch wirklich genug Lackschutz auf der Oberfläche haben. Von daher da ganz klares Heimspiel, funktioniert wunderbar. Bei der Wäsche, es hat funktioniert, es ist vielleicht nicht die erste Wahl, weil andere Tücher bessere Eigenschaften haben, aber Außenaufbereitung mit nur einer Tuchsorte, Häkchen hinter, hat alles geklappt und kein massives Manko, was ich kritisieren würde. Also wer sagt, ich will wirklich nur ein Tuch für außen haben, ist damit auf jeden Fall gut bedient. Wer die Möglichkeit hat, das eine oder andere hinzuzufügen, ist immer ideal unterwegs. Wenn du generell noch Fragen zu Tüchern und anderen Themen der Autopflege beantworten kannst und eine Rupes dabei gewinnen willst, check nochmal das Video hier oben. Erklären wir dir alles, wie du es machen kannst. Jetzt gehen wir noch an den Innenraum und dann sehen wir uns wieder. Ab zur Innenreinigung. Das ist relativ unspektakulär. Vom Prinzip her ähnlich wie außen. Wir haben auf empfindlichen Oberflächen natürlich die Schwierigkeit, dass wir auf die Tuchseite wechseln sollten, gerade weil es ein kurzfloriges Tuch ist, aber auch den Vorteil, und das haben wir gerade draußen gesehen, an dem Unischwarz, dass wir auch auf empfindlichen Sachen wie Klavierlack oder klavierlackartigen Oberflächen und generell lackierten Oberflächen hier im Innenraum kein Problem haben, weil es eben keine Kratzer verursacht. Also tatsächlich ein gutes Allround-Innenraumtuch. Wenn es jetzt daran geht, schweren Dreck aus Stoffen zu lösen, glaube ich, kommen wir echt an die Grenzen, weil wir eben einfach so eine kurze Phase haben, dass wir nicht so tief in die Oberfläche reinkommen. Also ich glaube, hier haben wir wirklich eine Grenze erreicht. Jetzt für die intensive Stoffreinigung ist es, glaube ich, nichts. Für die normale Unterhaltsinnenraumreinigung, glaube ich, macht es sich wirklich sehr gut, weil es, wie gesagt, eben relativ streifenfrei arbeitet. Es ist schon zu empfindlichen Oberflächen und es nimmt auch Schmutz auf, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man regelmäßig die Seiten wechselt und das Tuch tauscht. Selbst bei Glas funktioniert es gut. Und wenn ich jetzt hier durchgucke, sehe ich, es ist absolut streifenfrei. Einzige, was ich jetzt feststelle, ich habe ganz leichte Fussel auf der Oberfläche, aber das kann daran liegen, dass es wirklich ein nagelneues Tuch ist, noch nicht gewaschen wurde. Das ist dann natürlich der kleine Nachteil, da müsste man mit dem Glastuch nachgehen, aber an sich funktioniert das hier auf jeden Fall. Scheibe ist streifenfrei und deswegen für den Innenraum auch für die normale Unterhaltspflege gut geeignet. Wäre sogar ein Tuch, was ich mir ins Auto legen würde, weil man damit alle Oberflächen mal schnell abwischen kann, wenn man regelmäßig darauf achtet, das Tuch zu tauschen und zu drehen. So, wir haben uns alle Oberflächen und alle typischen Arbeiten angeguckt und die Challenge, glaube ich, kann man als gelungen bezeichnen. Wir haben jetzt hier alle Tücher gesammelt, die wir benutzt haben. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich kein ganzes Auto poliert und auch nicht das ganze Auto jetzt versiegelt. Das heißt, fürs Polieren können wir bestimmt noch mal 2 Tücher dazu zählen und fürs Versiegeln bei einer Keramik noch mal 4 bis 5. Aber das fällt eh an. Ich zähle mal, wie viel wir benutzt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tücher für eine komplette Reinigung und die Pflege. Jetzt zählen wir nochmal die anderen mit dazu, dann sind wir ungefähr so bei 20, 25 Tüchern. Hat Spaß gemacht, die Challenge. Hat mich vor Herausforderungen gestellt, einfach weil ich ein paar Sachen umdenken musste, mir überlegen musste, wie kann ich mit den gegebenen Mitteln auf jeden Fall das Ziel erreichen. Deswegen, wenn ihr auch mal so Challenges habt mit ungewöhnlichen Herausforderungen, schreibt sie gerne in die Kommentare, uns bei Instagram oder per E-Mail. Kommen wir gerne darauf zurück. Hat mir Spaß gemacht. Fazit habt ihr immer zwischendurch gehört. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Alle verwendeten Produkte in Mischungsverhältnissen und wie genau wir gearbeitet haben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.